So, meine Freunde, willkommen zurück in meinem Kanal zu Shaftball Legends, Reveals and Stuff. Mal gucken, wie sie uns heute abziehen. Irgendwann muss ich mir mal so ein neues Ding für meine Füße holen. Damit begrüße ich schon mal eine ganze Menge Leute, die gerade offenbar da sind. Wow, muss ich sagen. Das ist bestimmt auch rum. Ich weiß nicht warum. 18 Leute haben wir da. Hallo Tobias, hallo Monkey D. Roadie. Was ist mit der Maus, Alter? Nicht aufgeladen? Ja, anschließen. Hallo der Rebell, hallo Goku76, hallo Justin, hallo Phenom, hallo Sandro, hallo Chic Gohan. Hört ihr mir denn nicht mehr an? Da sind bestimmt noch ein paar andere. Ich kann eure Nachrichten leider nicht sehen. Hallo Zero Wolf. Ja, ich denke mal, wir werden irgendwas bekommen. Auf jeden Fall Ginyu Force. Wir werden einen neuen Gohan bekommen. Was der neue LF ist, weiß ich nicht. Hallo Adnanovic. Ich habe auch heute nicht ganz so viel Zeit, weil ich das alles hier in meiner Pause mache. Deswegen, da ich mir das schon antue, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft macht oder eine Donation da lasst oder zumindest ein Abo, Like, kommentieren etc. Hallo King Dragon Ball, hallo Basic Fit, weil immerhin mache ich das alles hier noch so peu à peu nebenbei. Eigentlich müsste ich jetzt essen. Hallo Manuel Pöttl. Achso, heute kommt Aki. Ich habe mir auch wieder für euch eine richtig coole Reaction gegeben. Tobias, danke für den Fünfer nochmal. Mir geht soweit ganz gut und würde mich auch freuen, wenn ihr mal in die Reaction reinschaut, denn war wieder auf jeden Fall ein cooles Thema. Geht um AIs. Könnt ihr auch gerne mal reingucken. Ist die Alertbox so komisch klein da oben? Weiter in die Mitte. Ist ja egal, wenn man Toshis Hackfresse nicht sieht. Ja, cool wär's, aber ich glaube, das werden die nicht machen. Eigentlich wäre es eine coole Fähigkeit, so wenn der Gegner halt sein ganzes Geld in so ein 14 Sterne Vegetto gesteckt hat und du kannst einfach Körpertausch machen und dann hat er so ein scheiß Ginyu. Wobei, vielleicht machen sie es genau deswegen nicht, weil du müsstest mit den 3 Sterne Ginyu nur diesen Angriff machen und der Gegner wäre schon benachteiligt. Dann wäre es nämlich besser, den nicht zu ziehen oder gering zu ziehen. Weil so hat man es ja damals bei Budokai auch gemacht. Man hat sich ja selber Schaden gemacht, hat dann den Körpertausch gemacht und gesagt, fick dich. Mittwoch muss ich mir leider auch alles vor der Arbeit reindröhnen. Hier von Update in News muss ich irgendwie um, keine Ahnung, 6, 7 Uhr aufstehen, damit ich das zeitlich schaffe, weil ich Mittwoch keinen frei habe. Ich habe diesmal Samstag frei, deswegen gibt es auch Freitag wahrscheinlich abends nochmal einen Stream. Ja, Insta läuft aktuell auch gut. Da habe ich auch irgendwie in den letzten Tagen wieder 60 Follower gemacht, 50.000 Konten erreicht. Auch ganz nice. Ja, heute hast du wieder Spendierhosen an, wa? Ach, King Dragon Ball, was sind denn 100 Euro, Alter? Guck mal bei mir im Discord, da geben Leute noch viel mehr aus. Nicht, dass ich das für gut für befürworte, kannst du gerne die Leute fragen, wie oft ich die dafür kritisiere, dass sie halt quasi einen Monatslohn von jemandem in ein scheiß Handy-Game stecken. Aber ich wollte damit nur sagen, es geht sogar noch mehr.
Und auch nochmal großen Dank neben Tobias nochmal an der Rebell, der halt für euch den Content quasi finanziert hat, indem er halt sowohl den Kakarott DLC für Bardock und was jetzt kommt noch gezahlt hat und auch den für Trunks. Also er finanziert euren Zusatzcontent hier gerade. Ja, warum werden mir denn jetzt nur die Dicken vorgeschlagen? Nee, das war halt auch die Diskussion im Discord, weil der erzählt halt so, also ich weiß nicht, ob er gerade auch dabei ist, halt, dass er 1700 € in Dragon Ball Legends gesteckt hat und dann sagte er halt so, ja, hier den und den Fernseher habe ich mir bestellt und dann war das so ein Kack-Hisense, Alter. Digga, ich würde nie ein Hisense bewusst verkaufen wollen. Tobias, nochmal danke für den Fünfer. Ähm, because Hisense ist scheiße. Und das Mikrofon übersteuert? Dürfte eigentlich nicht sein, also sieht hier nicht danach aus zumindest. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Digga, du gibst 1700 € für dieses scheiß Handy-Game aus, aber holst dir dann nicht mal einen halbwegs geilen LG- oder Samsung-Fernseher? Und dann meinte er so, dass er halt nicht 24/7 halt vom Fernseher hängt und deswegen das nicht nötig ist, wo ich mir dann denke, ach so, aber du hängst 24/7 vor Dragon Ball Legends, deswegen steckst du da 1700 € teilweise rein. Oder nochmal 400-500 € im nächsten Monat. Das Mikrofon hört sich komisch an, warum das denn? Ich habe doch gar nichts verändert. Vielleicht zu laut? So, jetzt besser? Okay. Hallo Regis oder so ähnlich. Und, ja, ich höre, was ihr meint. Das Mikrofon übersteuert? Dürfte eigentlich nicht sein, also sieht hier nicht Vielleicht danach wegen dem aus Ventilator? zumindest. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Digga, du gibst 1700 € für dieses scheiß Handy-Game aus, aber holst dir dann nicht mal einen halbwegs geilen LG- oder Samsung-Fernseher? Und dann meinte er so, dass er halt nicht 24/7 halt vom jetzt scheint's Fernseher aber hängt zu und gehen. deswegen das nicht nötig ist. Ja, auf jeden Fall, er spielt auch mit einem Samsung S7, wo ich mir denke, wie geht das, Alter? Ich habe einen, weiß ich gar nicht, hatte ich einen S10 oder so gehabt, FE, irgendwie sowas. Und Hallo Diamant ist Cooles. Wo ich mir denke, dafür gibt er alles kein Geld aus, aber für das Spiel haut der da einen halben oder einen Monatslohn von einem normalen Mitarbeiter raus. Klar kann man mir jetzt Neid oder was auch immer vorwerfen, aber selbst wenn ich die Kohle hätte, würde ich nicht so viel ausgeben. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, weil es ein Handy-Game ist, wenn ich da 100 € reinstecke. Weil sowas wie Kakarott oder so, da sage ich so, ja komm, das ist halt ein Inhalt, den kannst du immer wieder spielen, ne? Wobei ich das auch da hasse, dass du halt das nicht auf der Disk hast oder auf der Disk drauf kriegst. Weil dann musst du quasi die Konsole als Sammlerwert verkaufen. Geht dir mal irgendwann die Festplatte kaputt, ist auch alles weg. Weil wenn der Server nicht mehr aktiv ist, kannst du nichts mehr runterladen. Hallo Meruem. Und das finde ich halt irgendwo dabei ein bisschen kacke. Deswegen, ich kaufe mir digitale Spiele nur dann, wenn es die nicht anders gibt. Also sowas auf Steam, irgendwelche Spiele kaufe ich mir auch wirklich nur auf Steam, wenn es die halt nicht anders gibt. Sonst immer PlayStation, Xbox, Switch, mir scheißegal. Er meint, er kommt damit super klar, die anderen Handys sind ihm zu groß. Wo ich mir so denke, so, hä? Der Sandro hat auch ein Asus, wie heißt es nochmal? Zenfone und das ist auch nur so groß. Also das ist wirklich sehr klein. Hallo Abi. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, auch wenn du so viel Geld verdienst, ne? Wenn man so viel Geld da reinsteckt, hast du da nicht einfach schon die Kontrolle verloren? Ist doch einfach so. Ja, ich sag mal, bei 20 € Dudes, da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Kommt halt drauf an, ne? Die catchen dich ja immer damit. Dafür habe ich auch noch eine Reaction demnächst. Da geht's halt um Diablo Immortal, oder wie ist das Mobile Game? So, da ist das halt auch so perfide gemacht. Und da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Aber schaut auch gerne in die heutige Reaction rein, würde mich freuen. Damit supportet ihr mich auch, wenn das so ein bisschen weiter nach vorne kommt. Und ja, auf jeden Fall finde ich das halt immer wieder merkwürdig, wie es da verteidigt wird. Und wenn ich sage, ey, supportet mich mit einem Euro,
obwohl ich ja auch meine Zeit und alles hier reinstecke, dann heißt es, ich battle. Und ich mir denke, ach so, der Konzern euch abzieht, der ist dann aber in Ordnung für euch. Würde mich auch nicht wundern, wenn Bandai Namco halt Rekordzahlen macht und trotzdem noch Mitarbeiter entlässt. Würde mich nicht wundern. Das ist immer so ein Stück zu klein. Sieht wie deine Sexvideos. Könnte ein bisschen zu laut sein, ne? Ja, ich sag mal, wenn du so ein 20 in ein Game steckst oder so wie ich bei Marvel Snap, ein 10er, ist das in Ordnung, aber mehr würde ich auch nicht machen. Hello everyone. I'm Toshi, laut the genug? producer of Dragon Ball Legends. Wir haben schon wieder keine Untertitel, die Penner. It's time to kick off reveals and stuff. To start off, did everyone watch the drones last time? How amazing was that? We revealed Ja, Super hat keinen Saiyan Schwanz God, interessiert. Also Super hier Saiyan nochmal für Vegito euch, with ne? drones, but Es ist kein did it give Untertitel you a verfügbar. sense for how powerful the character is? There's so much to talk about with Vegito, like the character's powerful combos and how it reduces the opponent's vanishing gauge upon entering the battlefield, but the star of the show is Vegito's ultimate arts. If you successfully tap the button enough times, Digga, die merken the gar nicht, ultimate wie die das art Spiel mit solchen becomes Charakteren very kaputt machen. powerful Allein, dass du so lange The Kombos effects machen of kannst, this ist mega ability dumm. change depending on the user's action, and we're considering more abilities like it for the future. Ich habe manchmal auch Kämpfe, The wo der other thing Gegner I want to einfach gar highlight is nichts the machen Ultimate kann. Arts animation. It shows Goku and Vegeta's faces overlapping Ja, ihr each habt die other. gleiche Animation I think genommen it's wie bei something Dragon Ball that really FighterZ. makes Jetzt this tut mal nicht so, als Vegito hättet ihr das Rad neu And erfunden. after the 5th anniversary campaign came the Cell Games Commence campaign. We had the Majin Buu Saga campaign in April and are currently holding the Frieza Saga campaign, which means we're going a bit out of order, but we released all sorts of characters related to the Cell Hallo, Saga, Pommi? such as Perfect Form Cell and Super Saiyan Gohan. In Also fact, hier ist kein you can Untertitel play as angezeigt, the ich Cell weiß who nicht. Es swells gibt up keinen. before Steht exploding auch, ist in nicht that verfügbar. famous scene. This cell can destroy cards and seal rising rushes, which lets Vielleicht Cell nochmal neu stand out laden? compared to other. In fact, you can play as the cell Nö, who ist immer swells noch up nicht before verfügbar. exploding in that famous scene. This cell can destroy cards and seal rising rushes, which lets Cell stand out compared to other characters that deal damage Ja, und was when halt defeated. noch zusätzlich This am character ekligsten is ist halt dann versatile wirklich, and works du great hast in einfach regeneration parties ohne den with the schlechtere recent Karten. Piccolo or Du in bist Android benachteiligt, wenn du parties den with nicht hast. Gamma 1 and Cell zum Gamma 2. Beispiel With ist sehr that, gut, let's get started on our first segment. hat aber für mich It's keinen time for Gamechanger Legends gebracht. Update Info. Aber das war sowieso This sehr segment merkwürdig. will Diesen Monat habe include ich deutlich information weniger regarding Probleme, die updates Gegner that zu we besiegen, plan to als letzten implement Monat. soon. Starting with this. Wobei, wir sind noch nicht am Ende der Season, also... Oder? Ist die Season diese Woche We've zu Ende? Nee, updated the ne? Exchange Shop item screen to display the number of items you currently have. Previously, if you wanted to know how many of a schon specific traurig, tool you dass das had, 5 Jahre you had to gedauert hat, long oder? press them one at a time or go to Es the ist item nützlich, screen to aber find es ist out. trotzdem So now, exchanging 5 items Jahre. should go much smoother. Ja, das hätte Here's man von what we Anfang have an da next. reinmachen können, oder? Currently, if you set your profile card to a character that can transform, it can only display the character before transforming and not after. But you will now be able to choose one or the other. If Das you sind want so to set Sachen, your die, profile card to a ja, character's post-transformation appearance, now you can. haben für mich keinen These Einfluss aren't auf quite den Spiel, so transformations, weißt but du? you can also set it to post-revival final form Frieza or even Magenta's Cell Max, which has changing artwork. Now, check this out. We're making it so you can trade for Ultra Skip tickets on the spot if you happen to be a bit low on them when you go to play co-op or a raid. Until now, you've had to go Oh, all the way back to the exchange shop, useless. Habe ich noch but nicht einmal now you benutzt, can diese easily Tickets. get the Ultra Skip tickets you need and use them right away. You can trade Z2 medals for Ultra Skip tickets, so use them to play to your heart's content. Next up is... Als ob. And now, for the biggest update of the show. Als ob. We've spruced up Das will ich criteria erst for sehen. matchmaking in order to make raiding matches even more fun. Presently, matchmaking is done by referencing a player's current battle rank, but going forward, matchmaking won't just consider your current battle rank, but also take your match history and recent win rates into account.
With these new adjustments, we hope you'll get to have more exciting bouts with Das people glaube ich closer erst, to wenn your ich skill sehe. level. We are also going to be taking another look at how points are awarded and subtracted based on wins and losses. Next, though we'll no longer show rating points when you're gearing up for a match, if you match with a player with slightly higher rating point than you, Hätte this ich auch special wie animation schnell will und play. monoton der Rede, kann es sein, dass die Karte ein bisschen sehr schnell den Text macht. And if you emerge victorious against your opponent in this scenario, you'll get even more rating points than usual. Even if there's a difference in rating points, because of the changes to the criteria that I've just detailed, you'll still be fighting against players close to your skill level, so try it out and give it your best. We've also made it so you won't lose as much rating points from losses or forfeits compared to before. So, Also even verliere if ich auch powerful viel mehr, opponents wenn show ich up, gegen einen you starken... don't have to worry so much about it. Verstehe ich jetzt Also, nicht. after these improvements, if you haven't done rating matches in a while, but you did raise your battle rank in the past, then you may be eligible for a special rank up that Das ist boosts zum your battle Beispiel rank nicht at the schlecht. start by a Wenn du fixed halt mal eine amount Zeit lang based on keinen your Bock mehr past hattest, results. kriegst du halt ein höheres. Up until now, completely missing one season Dingens. would mean that your battle rank would get reset all the way to 1. So, it could be quite a challenge getting back to where you were before. This change means that even if you get busy and you just can't make time for rating matches, you'll be able Das to ist mal eine quickly get nützliche back into Änderung, things when weil you finally can. da kann ich echt sagen, das ist And wirklich it also praktisch means für that die new Leute, so wie players mich, will run die into zwischendurch einfach mal experienced returning keine users Zeit a haben lot zum less Zocken, ne? frequently. So, if you haven't ever tried PvP, we hope you'll give it a shot after this update. Last, Wenn ich das but jetzt richtig certainly verstehe. not least, we are strengthening our measures to ensure a fair and fun competitive environment. Due to these large-scale updates, starting from the next rating match season, we'll be holding renovation seasons. We may need to make adjustments each season to things like matchmaking and the amount of rating points you earn. Finden aber we auch die ask Buffs for für your alte Charaktere, die müssen That's all deutlich we have to überarbeitet share werden. regarding updates today. Ach so, You okay, can ich habe expect das to jetzt see irgendwie them anders verstanden. in-game Hallo towards the Eugen? end of August. Be sure to check the in-game news for more details after the release. Moving on from updates, it's time for Legends news. We have a ton of information regarding upcoming events for you all, starting with the number of users playing Dragon Ball Legends has surpassed 80 million Am worldwide. Arsch. We just held a celebration for reaching 70 million users back in 100 February, Pro, but ich wette we've mit already euch. hit 80 million. So viele haben wegen Vegetto gererollt und ich glaube, bis halt dieser wieder Willkommensbonus kommt, zählen die als aktive Spieler. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn die sich jetzt 14 Tage nicht eingeloggt haben, zählen die halt noch. Aber wir waren schon mal über 100 oder über 130. The campaigns have kicked off with the endless summer duel that has fabulous rewards like Z-Power for Legends Limited characters. Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Never haben die 80 Millionen Spieler am Arsch. For Final Form Frieza. But let's talk about some new events today. Actually, you've waited long enough. So, let's start by revealing the new characters. Ich muss gucken, ob da irgendwie wieder Musik they are drin from the ist. Frieza saga. Take a look. Ja, ich muss das rausnehmen wegen der Musik. Sorry, aber sonst ist wieder Urheberrecht und so. Okay, doch Duos. Jetzt ist halt die Frage, sind das alles Sparking-Duos oder sind das Extreme? Wenn das Extreme sind, kann man das Banner definitiv skippen. Ist im ersten Moment halt gut, aber du wirst sie halt voll selten ziehen. Von daher 2 Duos, okay? Wie ich vorausgesagt habe. Dann ist der LF wahrscheinlich der Ginyu. Aber finde ich mal cool, dass die Ginyu Force auch ihre Highlights bekommen, weil ich finde eigentlich, das war eine coole Truppe so an. Ja, was heißt cool, aber die waren schon irgendwie unique, aber haben nie so irgendwie die Glanzmomente bekommen. Und da finde ich halt schade, dass der Grüne keinen Zenkai bekommen hat, weil ich meine, der hat der Ginyu Force auch nochmal extra HP gegeben. Boah, die Framerate ist aber bei denen echt scheiße. Aber ich glaube, die haben das Bild einfach hochskaliert, deswegen sieht das so kacke aus. Ach, wechselt der dann in den Goku oder was? Ah, tatsächlich, krass. Ach, der hat so eine Art Revive und kommt als Goku wieder. Das ist eigentlich cool.
schon wieder die Melodie, Alter. Was passiert dann bei dem Frosch? Hä? Kann das failen, oder? Hä? Was ist das denn? Hallo Statscrafter? Right. Representing episode Frieza Saga Z, we have Captain Ginyu, a Chase and Birder tag character, and a Recoome and Die Frage, Golo sind das tag jetzt zwei character Sparkings coming oder to zwei Legends. It's Extremes? been quite a while since we've released new Ginyu Force characters. The Ginyu Force Aber features voll die some Pisse, Alter. wonderfully Jedes Mal, wenn ich unique das characters, so we decided they'd be Erwacht-Equip wieder perfect von for denen this gelöscht habe, weil ich das nie episode spiele, Both of these kommen die mit tag neuen characters Charakteren, die will be Penner. obtainable from the same summon. Creating a tag character is really more like creating two entire characters. So, in that sense, this is a pretty incredible summon. Those animations for Captain Ginyu probably also caught your eye. You'll have to wait just a bit longer to learn more about Ginyu's abilities, so please sit tight. Ich habe jetzt First aktuell up is 8500 Recoome Zeitkristalle. and Mal gucken. Recoome and Ich habe aber Guldo auch nichts is a mehr gekauft, defense-type also character, with habe ich nicht Recoome eingesehen, being ehrlich yellow gesagt. and Guldo being Hallo Basic green. Fit? We chose the element colors to match Ist the der character's Ginyu nicht ein signature LF? colors, Hätte ich jetzt so you can verstanden. probably guess what elements that Jace Weil könnte and sein, Birder dass halt tag dieser characters will Move, have. wo der halt den Moving on, Frosch schmeißt, dass this das unit quasi der has the LF Frieza ist. Force and Ginyu Force tags, and its Wobei, Z eigentlich ability hatten tree die auch targets kein LF. Wie will man denn da einen Ally LF Frieza machen? Force, Episode Frieza Saga Z, and Tag Ginyu Force Wir characters. gucken uns das gleich nochmal This tag character's im greatest Gesamten an, strength also is its so defensive 15 Minuten capabilities. ungefähr habe ich noch. Both Recoome and Guldo have a special cover change against strike arts that can be followed up with a special move arts. Plus, each one has a different way of stopping the opponent dead in their tracks, with Recoome sealing special arts and Guldo sealing special move arts upon entering the battlefield. Also, when either character enters the battlefield, they will nullify unfavorable element factors for damage sustained for a set number of timer counts. Das ist krass, überlegt mal, die haben den Vorteil, den die Alten hatten, also plus die sind eine Zeit lang komplett farbneutral. Beziehungsweise haben keinen Farbnachteil, so. Guldo will reduce the enemy's key upon receiving an arts attack and can inflict an attribute downgrade that lowers all enemies' special move, ultimate, Also and am Anfang kriegen die awakened sogar arts power. 5% HP immer wieder. Recoome is tough, while Guldo is good at disrupting an opponent's actions. So having this unit play a defensive role in a Ginyu Force party is the best way to make use of its abilities. Okay, reduziert 10 Also, Keys, ist nicht when you grad use krass. Recoome and Guldo's strike, blast, and special move arts, your damage inflicted Critical and Rate ist critical auch wieder rate will heftig. increase. That means this character Das offers Ding more ist, than just defense. das sieht dann immer alles ganz The cool fact aus that you can und danach deliver kommt wieder ein huge Ultra, der damage wieder alles unexpectedly with zerstört. criticals is Also es kommt also bestimmt a Ultra huge plus. Freezer oder so. Recoome's strike attacks also have blast armor, so you can attack without Entweder having to Ultra worry feine about Form blast. Freezer oder der in dem Guldo's Pot. blast attacks have a chance to inflict paralysis, which is just what you'd expect from a psychic fighter. Bin mal gespannt, Next, ob die da noch Jace and ein Birder. Jace and Dodoria Birder is a und, ranged-type wie unit, hieß der andere with nochmal? Jace's element being red Ob sie and den auch noch Birder's being reinmachen. blue. Just like with the Recoome and Guldo unit, this unit has the Frieza Force and Ginyu Force tags. Its Z ability 3 targets ally tag Frieza Force, episode Frieza Saga Z, and tag Ginyu Force characters. Ist euch mal aufgefallen, dass der G so ein bisschen aussieht wie so ein Bastard-Charakter? Also von Both dem characters' special Anime-Bastard? move arts will increase the switch gauge by 60%. When combined with other arts, it's possible to perform a tag switch after using just 2 arts. We've seen effects that increase the switch gauge before on Gamma 1 and Gamma 2, so I think you all know how powerful it can be. On tag switch, this character will recover health and ki, as well as get a boost to damage inflicted. But in addition to that, Jace restores the vanishing gauge, while Birder nullifies enemy special cover changes. Both Chase and Birder have a special cover change against strike arts, and they'll draw a special arts card and destroy the enemy's cards when they perform it. Moreover, Jace can reduce all enemies' health restoration, while Birder can reduce their Dragon Balls. Finally, I'll talk about their offensive abilities. Both Chase and Birder have their own unique aspects and powerful effects. Chase will get buffs to damage inflicted and even draw special move arts depending on the number of strike and blast arts hits, while Birder will boost own arts card draw speed, nullify special cover changes, and recover 70% of the vanishing gauge when performing a vanishing step. All this will allow this character to be used as a lightning fast attacker for Ginyu Force parties. Speaking of the Ginyu Force, it's time to introduce the group's namesake,
This Ginyu has a probability-based revival ability that allows him to body change into Goku. Kein LF, oder? If the revival Ist das dann, succeeds, this character will ist dann revive vielleicht gar as kein Goku LF-Banner? Captain Ginyu. But if the body change fails, Hallo, Ginyu Mr. will turn Namikaze? into a frog and be defeated. However, even if Ginyu does turn into a frog, the enemy's ki will still be 30% reduced chance by into 70, so it Goku, won't be a Revive with complete 100% failure. Health. Note that Und you was can ist, wenn die increase the 70% revival nicht chance up to stattfinden? 100% by performing various actions in battle. These are simple actions that range from doing vanishing steps to using special and special move arts, so don't worry. Das ist auch nur mit The seiner ability was meant to Hauptfähigkeit? capture the essence of what happens when Ginyu's body change technique goes awry, like in the original series, but you'll likely be able to pull off the technique in a number of different situations. Here's a list of actions you can do to increase your chances. As you can see, Ginyu's main ability alone will increase the probability by a whopping 20%, so be sure to make good use of it. Moreover, whether they're Tag Ginyu Force or Episode Wie Frieza bescheuert. Saga Z, having certain types of characters as battle members will increase Ginyu's success Zählen dann rate, so we highly die recommend building a die team Duos around them. doppelt? Also, dass er It's quasi also plus not 40 an bekommt? exaggeration to say that this Hallo, character Andi? is perfect for taking an opponent's Rising Rush, Ultimate Ja, Arts, weißt du and das, the like. Andi? Bin ich hier This irgendwie Ginyu also zeitmäßig has zurück? different strength before and Oh, after so reviving. ein paar Sekunden. Before reviving, this Wobei Ginyu nicht viel. is notable for having high firepower and ability. Nein, laber doch nicht. Ginyu will gain huge damage Was? inflicted buffs at the start of the battle Boah, jetzt sind and wir when ganz this vorne, character enters the battlefield, and using strike and blast Woher arts wisst ihr will das? gain Ich even bin doch more gerade damage live. buffs, along with key recovery, which will allow you to use this character's high firepower to pressure your opponent. Also, Ginyu's special move arts will obscure your opponent's cards, while the special arts Was ist will greatly obscure, reduce dass er die your Karten opponent's verdeckt? key and increase all enemy substitution counts. So you can see that Ginyu has many ways to hinder the enemy Ja, in aber battle. wenigstens, wenn halt viele Charaktere kommen, kann man wenigstens sagen, das ist ein lohnenswertes Banner, weil du dann halt ein komplettes Team hast. Wenn die Charaktere dann noch gut sind, dann ist das wenigstens fair. Das ist ja das, was ich immer mit kritisiert habe. Ginyu will get buffs to damage inflicted upon entering the battlefield, so switch your characters frequently and keep gaining buffs for Ginyu. Let's move on to what this character is like after reviving. Ginyu will retain the high firepower I just mentioned, while gaining abilities to help continue combos and boost survivability. Before reviving, your card draw speed will increase after a certain number of timer counts have elapsed, and after reviving, your main ability will also allow you to increase your card draw speed, so, under the right conditions, you can increase your draw speed by 3 So. levels and really put pressure on the enemy. In terms of defense, Ginyu has a special cover change against strike arts and can destroy enemy cards Und wenn hier noch when ein using LF strike on or top blast drin ist und das arts. jetzt 3 In Sparkings addition to this waren, unit's unique dann ist das ja so ein revival lohnenswertes ability, Banner its wie bei defensive abilities Dingens. are high, making Ginyu a really fun character to play Aber den in haben wir general. eigentlich schon als As Ultra-Rebell. you might expect, Ginyu has powerful synergy with other Ginyu Force characters, so be sure to use this character in a Ginyu Force party. As you probably heard in the trailer, a song from the Dragon Ball Z soundtrack, Kyofu no Ginyu Tokusentai, can be heard in-game for a limited time with the release of these new characters. Was für ein While it was dusseliger Blick von particularly Goku im memorable as the Hintergrund. music that plays when the Ginyu Force first arrives on scene, it was used throughout Dragon Ball Z for various battle scenes, so it's sure to bring some extra excitement to your battles and Legends. There are so many wonderful Dragon Ball music tracks, and we hope to continue putting them in Legends so that everyone can have even more fun as they play. Remember to turn up that volume if you usually play with the sound off. On a side note, Legends Limited Super Saiyan 3 Goku Kaioken and Goku hat ja Super gerade Saiyan Zenkai Vegeta gekriegt, das was würde keinen released Sinn during machen. the Also wenn, dann Majin müsste Buu es ja Saga irgendwie ein campaign, Freezer and sein then oder so. was followed by Freezer Ultra zweite Form Majin Buu. LF wäre ja mal But cool, it's weil not der like hat we're eigentlich nie planning to glänzen release können. an Ultra character every month during these episode campaigns, so please keep that in mind. That's all for new characters, but we have a bit more new info to share, so we hope you'll stick around. Time to reveal. That's right. It's that time of year Es wäre again. natürlich cool, wenn die jetzt auch noch den alten Ginyu Force einen Zenkai gegeben hätten, damit die auch wieder spielbar sind. Last year, you could obtain some of Frieza's soldiers, but if you clear the event this year, you'll get a costume that has the tag Ginyu Force bonus tag. Kann man In Charlotte other noch words, mitspielen. Charlotte will be able to fit perfectly into your Ginyu Force teams. Was eigentlich gar nicht schlecht ist. Das Blöde ist halt nur, der muss halt immer auf dem Anführerplatz, ne? Sparking Rarity to the Super Saiyan God, Super Saiyan gibt er Transformation, halt niemanden so you HP. won't want to miss this costume. Be sure to get it and have Charlotte join your Ginyu Force teams.
Some of you may have already guessed this since the subtitle this year is Heavy Attack Training from Hell. But you will be able to get Arts Boost materials by playing this event. In case you didn't know, using Arts Boost to power up your characters will raise both their stats and the chance that their arts attacks will become heavy or super heavy attacks and deal more damage than normal. Be sure to get them while you can. Ganz vorne. Next. Later this month, we'll be releasing Perilous Clash, Namek. This is an event where each stage has specific characters that are required to play. It's similar to Eliminate the Earthlings, as well as the Majin Buu's Revival event that was added during the episode campaign Majin Buu Saga Z. Like previous events of this type, you can earn Chrono Crystals and slot removers. Here are the characters you'll need to try it out. Some of them are even extreme rarity. Each stage will also have a certain limit break that the required characters will have to meet, so make sure to give this event a go once you acquire these characters and limit break them. It's also a permanent event, so don't sweat it if you can't meet the requirements just yet. Next. Ist Freezer eigentlich non-binär? I'm sure you've all been waiting for this one. Diese Kampagne hatten wir schon lange nicht mehr. Lass das doch einfach so. Mach das doch einfach nicht mehr weg. Then a bonus will be applied to the effect values ja, aber ich nehme ja keinen Mod mehr. Take this chance to collect hallo Noah, tons by of the way. equipments, strengthen them, and get some truly powerful pieces. Warst du nicht auch Kanalmitglied? Warum sind immer alle Kanalmitglieder weg? Andi Schule ist auch kein Kanalmitglied mehr. Bardock und I war auch mal eins. Alle keine Kanalmitglieder mehr. Mika ist auch da. The next event is Ultra Space Time Rush Light. This was held during the 5th anniversary too. It's a less difficult version of Ultra Space Time Rush, so it's an easier way to get Zenkai Rush Medals and Rush Medals. Aber ich bin doch ganz vorne, wie kann der denn hinten dran sein? For all of you who recently started Legends, so we hope you'll give it a try. The Zenkai Rush Medals that you get from Ultra Space Time Rush can be exchanged for the Awakening Z powers that's needed for Zenkai Awakening, while Rush Medals can be exchanged for memories and fragments needed for Equipment Awakening. That means you'll need both kinds of medals if you want to reach higher levels of power. Please give it a go. Now, let's talk about keine Ahnung von dem Spiel. Legends Battle Royale Frieza Saga Z. We are, after all, in the middle of the episode campaign Frieza Saga Z. I think building a party around the new Captain Ginyu character is probably the way to go. Hab ich schon gewundert, warum du weg bist, weil ich dich nie wieder gesehen habe. Du warst aus dem Discord weg. And ones built around the Kaioken Goku that recently got a Zenkai Awakening. Make sure you take some time to think about what kind of party you're going to put together before the event starts. Ja, aber keine Ahnung, ich kann ja nicht weiter vorspulen. Upgrade Bonanza. You'll need it to get top-tier equipment for whatever party you end up choosing. There will be some special rules as well, also ich bin hier ganz vorne. Check in-game for more info. Our last announcement is... Aber warum gesperrt? To celebrate the Sandland movie releasing in Japan on August 18th, a collaboration login bonus will be held. The previous login bonus featured items like arts card sleeves with a design based on V-Jump, but the items this time will be even better. You can get a Beelzebub cloak costume and a Beelzebub goggles accessory for Shallot, Sandland arts card sleeves, and special titles. Superheld gespielt habe. Be sure to log in and get them during the collaboration period. Naja, weniger Muskeln halt. Ne? And that's all we have for you today. The 5th anniversary campaign has ended, but with the Cell Games campaign, kommt mal in den Kakarott-Stream 80 alle. million users campaign, and episode campaign Frieza Saga Z, the fun just won't stop in Legends. Ist jetzt so ein bisschen mit gewesen. Ich frage mich nur, was ist das jetzt für ein Banner? Ist das dann jetzt ein All-Star-Banner? Oder, weil das ist ja jetzt kein LF gewesen, oder? Ja, aber dann wäre es doch bei mir hier doch schneller. Wobei, ja, kann sein, ja, kann natürlich sein, dass ihr weiter hinten seid. Das ist richtig, aber das ist ja eigentlich immer das Gleiche. Digga, wie kann man denn dein Handy hacken? Dafür musst du doch erstmal irgendwo einen Link anklicken. So, ist da jetzt noch was? Kommt da noch was? Ah, ich glaube nicht. Ja? Nein. So, gucken wir noch mal ein bisschen zurück. Halt's Maul. So. Das an. Ah, ich habe auch nicht mehr viel Zeit.
So, die geben Base Strike Blast Defense und, also Blast Defense Strike Attack, wenn ich das richtig sehe, 30%. Has a special cover chance against Strike, also Combo Strike wird aufgehoben. Nullifies Elementvorteile, aktiviert 4 times. Okay, also sie sind 4-mal gegen Elementnachteil immun. Aber auch nur für 5 Zeiteinheiten. Kannst vielleicht ein bisschen Schaden mitmachen, wenn du dann halt in den Angriff gehst. Special Art, Special Move wird versiegelt. Je nachdem, wen du gerade drin hast. Wenn man einen Strike schafft bei Rikum, gibt es halt 3% Health zurück, 5 Key und der Gegner kriegt Attributs-Downgrade auf Dingens. Und egal, was du für einen Angriff machst, kriegst du halt nochmal on top Health wieder, so wie es aussieht. Der Gegner kriegt die ganze Zeit Ki abgezogen, wenn Guldo angreift. Und weniger Schaden auf Ultimate und Special. %5 Damage inflicted hoch, 30% Critical Rate hoch. Also theoretisch jeder dritte jeder dritte Angriff müsste Critical sein. Aber ich sehe zumindest hier noch keine erhöhte Kartenziehgeschwindigkeit, was ich mir nicht vorstellen kann. Der gibt Base Strike und Blast Attack hoch. Also wenn der Spezialangriff trifft, geht den Switch Gouge um 60% hoch. Der Gegner kriegt bei Gs immer -1 Card Draw Speed. Bei Barter Key Recovery runter. Dann bei Gs Tech Switch zu Barter. Switch ohne. Aha, okay, dann wird der blau. So, und hier, der heilt sich nochmal um 10%, 30 Key, plus 20% Damage inflicted und es gibt, krass, du kriegst halt immer 70% Vanishing Gouge wieder. Und wenn er, ach so, das sind 2 verschiedene Farben, auch gut. Das ist das, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe, dass du einfach 2 Farben hast. Dann wechseln die halt zu blau oder rot, je nachdem. Ähnliche Effekte. Davon stand jetzt, glaube ich, bei den anderen beiden nichts. Okay, zieht einmal eine Karte nach, interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann Ginyu der Bastard? Das interessiert mich am meisten. Hier gab es halt irgendwie jedes Mal den Erfolg hoch, je nachdem, was du dabei hast. Also wenn du mit der Ginyu vorspielst. Ich weiß nicht, ob das hier doppelt zählt. Sonst hat man schon mal 50%. Aber der hat auch so schon 30%, wenn er, also eigentlich hat er schon 50-50, wenn er die Main offenbar aktiviert. Weil hier 30% Chance durch die Unique Ability. Wenn er aber seine Main aktiviert, wird es nochmal höher. Jetzt ist die Frage, ist das immer, wenn der gekillt wird? Weil das interessiert mich jetzt. Wenn er gekillt wird, passiert das oder wenn, weiß ich nicht. Und was passiert bei dem anderen, wenn er es halt nicht schafft? Das sieht auch alles solide aus. Aber was passiert, wenn er es nicht schafft? Stirbt er dann einfach, weil er zum Frosch wird? Und das hier ist wahrscheinlich auch ganz krass. Also wenn Obscures heißt, dass das halt zu Random-Karten wird, also hier dieses Durchmischen und dann verdeckt, dann ist das krass, weil das halt bei jedem Angriff ist. Special Art Card zieht Karte, das ist auch nicht schlecht. Und die Gegner können auch nicht einfach einwechseln, also er kann safe immer damit treffen. Wenn er halt zu Goku switcht, Card Draw Speed hoch. Okay, je nachdem, welche Zeiteinheit erreicht ist. Draw Art Cards. Aha, das ist auch alles. Also eigentlich sieht das gut aus, aber es steht hier jetzt nirgends,
ob das ein LF ist. Was ist das für ein Banner, Alter? Ach so, okay. Das ist halt ein komisches Banner. An sich finde ich die Kampagne cool. Wenn es jetzt aber einfach nur 3 Sparkings sind, dann hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also, es kommen vielleicht noch 2 Extreme. Mal gucken, vielleicht kommt ja dann noch sag mal schnell, Dodoria und, wie hieß er nochmal? Jetzt habe ich jetzt schon wieder den Namen von dem vergessen. Wie heißt er denn nochmal? Ihr habt es ja vorhin, glaube ich, Sabon. Also Sabon und Dodoria vielleicht nochmal als Extreme, wobei das hatten wir schon. Das war jetzt auch nicht so krass. Ja. An sich ist es okay. Die PvP-Improvements, das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Aber naja, ich muss jetzt leider wieder zur Arbeit. Wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, dafür, dass ich hier extra für euch in meiner Pause, ohne zu essen, noch ein Reveals und Stuff mitmache, gerne eine Kanalmitgliedschaft, das hilft mir schon sehr. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaut auch gerne in den Reactions vorbei. Ich sage, wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.